Hallo liebe Hausbauhelden! Kann man ein typisches 50er-Jahre-Reihenhaus mit 108 Quadratmetern Wohnfläche und Energieeffizienzklasse F in ein lichtdurchflutetes Zuhause mit der Energieeffizienzklasse A+ verwandeln? Und was muss dafür alles gemacht werden? Wie groß ist der Kostenaufwand, wenn man so ein altes Haus sanieren möchte? Und was für Überraschungen kommen da auf die Baufamilie zu? Wir zeigen es euch in unserer neuen Reportageserie zum Thema Abenteuersanierung. Wir sind jetzt hier schon bei Reinhard in der Diele. Ja, und Reinhard, erzähl uns mal kurz, was habt ihr gekauft und was ist euer Ziel? Wir haben hier in Stuttgart Süd ein Reihenmittelhaus gekauft aus dem Jahr 1954, Baujahr. Ja, und wir haben vor, dieses Haus so zu sanieren, dass es auf einem aktuellen energetischen Stand ist. Und dann haben wir natürlich noch einige Dinge vor, um das Haus so zu gestalten, wie wir uns das vorstellen. Ihr habt ja gesagt, man hätte hier im Prinzip so einziehen können. Es war jetzt nicht im Originalzustand 50er Jahre, sondern es war schon ein bisschen was gemacht worden. Ihr habt aber gesagt, es ist euch trotzdem wichtig, dass ihr da zukunftsfähig werdet. Naja, wir sind in das Haus zum ersten Mal reingekommen und fanden das sofort sehr sympathisch und es hat uns angesprochen, eben weil es zum Beispiel in die Südseite so große helle Fenster hat. Es war zu dem Zeitpunkt auch noch schön eingerichtet und da konnten wir uns sofort vorstellen, dass wir hier einziehen wollen. Und das ist auch eine schöne Gegend, wir fühlen uns hier wohl, alles prima. Es ist allerdings halt so, dass dieses Haus heute laut Energieausweis Effizienzklasse F hat und das ist halt einfach nicht zeitgemäß. Es war von vornherein klar, dass wir das Haus so sanieren, dass es auf eine richtig gute Energieklasse kommt. Und da sind wir in die Planung eingestiegen und so kam halt eins zum anderen. Und jetzt sind wir hier drin und es ist halt doch schon eine ziemliche Baustelle. Dann lass uns doch erst mal gucken hier. Ich glaube, das soll euer Esszimmer werden, richtig? Ja, genau. Das ist halt ein Haus, das ist relativ schmal. Das hat in jeder Etage ein großes Zimmer und dann noch einen kleineren Bereich. Die Treppe geht ja in der Mitte hoch und nicht jetzt so an der Seite, wie man es oft an Reihenhäusern hat. Wie breit ist denn eure Achse, wenn ich mal zwischenfragen darf? Die Breite vom Haus ist ungefähr 5 Meter. Okay. Genau, das Haus ist 5 schlank, Meter breit. Schön schlank. Schlank, ja. Das Grundstück ist 5 Meter schlank. Genau. Und insofern hat man halt hier unten ein großes Zimmer, das ist ein bisschen über 20 Quadratmeter, super hell, große Scheiben, die schon da sind. Ne? Und man kommt hier direkt auf die Terrasse raus. Und das hat uns einfach gleich so gut gefallen. Ja, die Küche ist ja klassischerweise so ein Ort, wo man vielleicht sehr viel Geld reinstecken kann. Ich sehe, ihr habt schon angefangen, hier teilweise die Böden rauszumachen. Was wollt ihr denn selber machen und was habt ihr von vornherein gesagt, da brauchen wir einen Profi? Gibt es da schon eine Idee? Ja gut, wir haben jetzt angefangen, einfach alles das rauszureißen, was wir rausreißen wollen. Das kriegen wir hoffentlich zum größten Teil selber hin. Also zum Beispiel alte Fliesen. Man muss sagen, das war jetzt im Prinzip hier ziemlich hochwertig mit einem echten Granitboden. Aber das gefällt uns halt nicht. Das wollen wir halt anders haben. Und auch die Küche, die im Prinzip ganz gut und zweckmäßig ist, aber es ist jetzt nicht genauso die Art von Küche, die wir uns vorstellen. Das heißt, hier werden wir schon rein investieren und uns das so neu machen, wie wir uns das schon immer gewünscht haben. Ihr habt gesagt, ihr habt noch kein Baugesuch eingereicht, ihr habt auch noch keine konkreten Angebote, aber ihr habt von eurer Architektin schon eine Kostenschätzung bekommen, ihr habt auch schon einen KfW-Förderkredit beantragt, das heißt, es ist eigentlich schon viel passiert an Planungsleistung. Was habt ihr euch denn jetzt für den Anfang mal für einen Budgetrahmen gesetzt für diese Sanierung? Ja, genau. Wir haben einfach im ersten Schritt das Haus energetisch genau anschauen lassen. Das hat unsere Energieberaterin gemacht, die da sehr erfahren drin ist und hat praktisch die Möglichkeiten aufgezeigt, was wir alles machen können und was wir mit dem Haus energetisch erreichen können. Und hat im Prinzip an die Gewerke, die da dahinter stehen, so ein grobes Preisschild hingemacht. Und im Endeffekt kam das so ungefähr hin, dass sie gesagt hat, das kostet so mehr oder weniger so viel, wie man halt auch für einen KfW-Kredit pro Wohneinheit
beantragen kann. Also so ein bisschen über 150.000 € wird man da landen, ohne dass wir jetzt ein genaues Angebot haben. Und dann noch ein bisschen was für die Baubegleitung, die dazu kommt. Und letztendlich haben wir diesen Kredit bei der KfW beantragt. Der Standard, den wir auf die Weise erreichen können mit dieser Planung, ist aber tatsächlich auch nicht schlecht, weil das wird ein Haus mit der Energieeffizienzklasse A+, wenn alles so läuft, wie das jetzt geplant ist. Und ein Effizienzhaus 55 mit erneuerbarer Energie. Und also da bin ich persönlich total glücklich drüber, weil wir wollen halt einfach runter von fossilen Brennstoffen und wir wollen halt auch runter von hohen Energiekosten. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt, wie es oben aussieht. Wollen wir mal gucken? Ja, klar, gerne. Ja. Ja, hier oben sieht man, dass ihr schon einiges gemacht habt. Och, was wird das hier? Ja, das wird unser Wohnzimmer und noch mit einem Arbeitsplatz, so ein bisschen Mehrzweckzimmer, einfach wo wir uns dann gern aufhalten. Ja, wir haben ein bisschen was gemacht, also so eine halbe Wand raus und natürlich die Tapeten runter. Hier oben war überall ein Laminatboden. Der war jetzt im Prinzip nicht schlecht, aber jetzt halt auch nicht der Standard, den wir gern wollen. Da kommt so ein Parkettboden rein, so ähnlich wie im Wohnzimmer jetzt heute. Ja, und das ist natürlich dann immer ganz spannend, wenn man anfängt, irgendwie rauszubauen, ne, was in so einem alten Haus alles drunter kommt. So verschiedene Belege erzählen dann ja auch so ihre Geschichten. Das Laminat war ruckzuck draußen, aber dann kam hier drunter jetzt, was man hier noch sieht, ein alter Linoleumboden raus, der ist wahrscheinlich aus dem Baujahr. Im Flur auch, da haben wir dann angefangen, den rauszumachen. Und dann kam so ein interessanter schwarzer Papp. So eine Pappschicht kam dann raus und an der Stelle haben wir dann erstmal aufgehört, weil wir nicht ganz sicher waren, ob das schadstoffbelastet ist, weil in den früheren Zeiten wurde mit Asbest gearbeitet oder mit anderen schadstoffhaltigen Klebern und Lösungsmitteln. Dann haben wir natürlich erstmal eine Probe genommen, haben die ins Labor geschickt und dann kam glücklicherweise Entwarnung, also kein Asbest und nur ganz leichte Spuren von irgendwelchen anderen Stoffen. Aber insgesamt bisher alles unkompliziert, Gott sei Dank. Da habt ihr wirklich Glück gehabt. Da muss man nämlich beim Abriss schon aufpassen, dass man nicht irgendwelche Schadstoffe einatmet, von denen man nichts weiß. Ne? Und diese Fenster mit der, sagen wir mal, niedrigen Brüstung, war das schon so im Urzustand oder ist da schon mal eine Zwischenstufe gemacht? Weil das ist ja sehr schön. Die Fenster sind ja auch nicht wahnsinnig alt. Sind halt auch energetisch nicht in einem optimalen Zustand. Die haben einen U-Wert von insgesamt 1,3. Das ist, glaube ich, das Schlechteste, was heute noch verkauft werden darf, aber eigentlich nicht sollte, weil das ist halt einfach, macht halt wenig Wärmedämmung. Die waren so schon drin. Wir wissen nicht genau, wann das gemacht wurde. Irgendwann mal vor 10, 15 Jahren sowas. Aber das hat uns halt auch total gut gefallen, weil es halt auch hier so schön hell macht. Ja. Und wir haben uns gesagt, lass uns diesen dunklen Gang da wegmachen und einfach den Gang in das Zimmer integrieren. Wir werden dann zur Treppe hin einen Raumteiler oder einen Treppenabteiler als Regal oder sowas Ähnliches da reinbauen, wo man dann auch noch ein bisschen Stauraum hat. Aber insgesamt haben wir dann halt einfach einige Quadratmeter mehr in dieser Fläche. Und ja, es ist kein abschließbares Zimmer mehr, aber zu zweit oder teilweise zu dritt brauchen wir das halt auch gar nicht mehr. Ne? Es ist besser, wenn man ein bisschen mehr Raum hat und das auch die halbe Etage praktisch sonnendurchflutet sein kann, wenn hier schönes Wetter ist. Was haben wir denn hier noch für 2 Zimmer? Es gibt noch 2 Türen hier. Ja klar, wir haben jetzt auf der anderen Seite über der Küche gibt es ein kleines Zimmer. Das ist im Prinzip ganz knuffig. Das wird im Prinzip Gäste-Studentinnenzimmer, wenn unsere Tochter da ist. Und ja, im Prinzip, das ist aber halt auch ein tolles abgeschlossenes Zimmer. Ich meine, das ist nicht groß, aber Bett, Schrank, Schreibtisch und was man halt so braucht, passt da gut rein. Und praktischerweise ist hier auch noch so ein lustiger Einbauschrank. Das war, glaube ich, früher auch mal ein Durchgang Richtung Bad. Der Schrank? Der Schrank, ist ja cool. Ja, genau. Der ist nämlich, sieht man hier von beiden Seiten
zu öffnen und auf der anderen Seite geht es praktisch zum Rest vom Flur neben der Treppe raus. Da verschwindet der Freund dann quasi unauffällig durchs Bad, wenn vorne die Eltern klopfen. Ja, genau, so. wenn das ein Problem wäre, aber das war jetzt nicht so wild. Die Freunde sind in der Regel okay. Ihr habt ja gesagt, ihr habt einmal die Summe für die energetische Sanierung, die Energieberatung, aber ihr wollt ja auch noch Dinge machen, die ihr einfach schön haben wollt. Und dafür braucht man ja auch noch mal ein Budget und da muss man dann irgendwie wahrscheinlich irgendwann mal abstimmen. Ne? Ja, das schauen genau. wir uns dann an. Jetzt gucken wir aber mal ins Bad. Ich glaube, das ist so ein Thema, wo man sich noch nicht ganz sicher ist, ob man das so behält oder ob man da auch gerne was anderes hätte. Genau, da können wir gerne mal reinschauen. Da gehen wir jetzt praktisch nicht durch den Schrank, sondern einmal ganz außen rum und dann kommen wir auf der anderen Seite vom Schrank raus. Super. Ja? Also wir wollen an dem Bad jetzt grundsätzlich wahrscheinlich nicht allzu viel machen. Das ist gerade noch so ein bisschen die Verfügungsmasse, was wir uns alles leisten können. Ne? Wenn es jetzt praktisch alles grenzenlos bezahlbar wäre, dann wird man das Bad wahrscheinlich auch neu machen. Aber wir haben oben drüber im Bad noch eine Kleinigkeit vor und das hat die höhere Priorität. Und dann schauen wir mal, dann wird man jetzt das aber auch von der Aufteilung so lassen, weil im Prinzip ist das Bad, also es ist größer als das, was wir heute haben in der Mietswohnung. Und eigentlich ist alles drin, ein Waschbecken, Toilette, eine Badewanne, kann man gut haben. Das Bad ist auf jeden Fall total zweckmäßig eingeteilt und man sieht auch schon, das ist nicht mehr original 50er Jahre, da ist schon mal was gemacht worden. Ja, natürlich. Ich meine, wir wissen es auch nicht genau, wann das Bad gemacht worden ist, aber das war möglicherweise, als die Vorbesitzerin vor 25 Jahren ungefähr eingezogen ist. Ne? Also deshalb, man kann das im Prinzip lassen und es ist ja auch weiß gefliest, ne? Weiß kann man eigentlich nichts dagegen haben, hat man vielleicht nicht so viel dafür, aber das passt soweit. Dann schauen wir doch jetzt mal, wie das Bad oben drüber aussieht, oder? Ja, nur eine Überraschung, ganz ähnlich, aber da kann sich ja ein bisschen was tun. So, willkommen im Dachgeschoss. Und das ist jetzt praktisch die Gaube, die ihr verbreitern wollt. Ganz genau. Soll hier oben das Schlafzimmer werden. Im Prinzip auch so aufwachen und zum Fenster raus Richtung Wald gucken können. Und das ist hier mit der Schräge dann so ein bisschen eng mit einem Bett. Ne? Wenn man das so lassen würde, kommt man nicht drum rum. Und wir haben so den Plan oder auch die Baugenehmigung wird es so möglich machen, die Gaube ungefähr doppelt so breit zu machen. Ja, und dann ist sie irgendwie 2,50 Meter. Größenordnung, ja, und dann kommt man da ums Bett noch gut rum. Und obendrauf habt ihr dann Platz für die Photovoltaik. Genau, und dann ist das Dach halt auch hier unten raus flach und groß, sodass man da noch ein paar Paneele zusätzlich drauf machen kann, wenn man dann da auf das flache Dach aufständert. Hinter dir sehe ich gerade den Kamin. Wenn ihr eine Wärmepumpenheizung habt, kann der ja wahrscheinlich auch weg, oder? Ja, den Kamin werden wir aller Voraussicht nach abreißen lassen. Der steht ja auch, wenn man hier so in den Raum guckt, so ein bisschen unglücklich, weil man kommt an den Raum rein, ja, und läuft erstmal so halb gegen den Kamin. Wenn wir ihn nicht mehr brauchen, machen wir ihn raus. Wir haben am Anfang mal überlegt, ob wir unseren Holzofen, den wir jetzt heute in der Wohnung haben, mitbringen, weil das ist natürlich eigentlich eine schöne Sache. Aber in einem hochgedämmten Haus ist es halt schwierig mit der Zuluft für so einen Holzofen. Das macht einen großen Aufwand, kostet viel Geld. Und es ist energetisch einfach gar nicht notwendig. Ne? Und deshalb haben wir uns jetzt eigentlich von dem Plan verabschiedet und gewinnen dafür auf jeder Etage nochmal, sagen wir, Viertel Quadratmeter vielleicht oder so. Aber nee, einfach in den Verkehrsflächen gewinnen wir noch ein bisschen Luft. Ne? Es wird insgesamt angenehmer, sagen wir mal, in die Räume reinzukommen. Zumindest stellen wir uns das vor. Genau. Ich denke auch, dass wir das hier noch ein bisschen umbauen, weil wir wollen eigentlich dann auf der gleichen Etage wie das Schlafzimmer halt künftig auch noch ein Duschbad haben, ja, wo wir einfach für uns morgens irgendwie, wenn es notwendig ist, duschen und Zähne putzen und uns fertig machen können. Ja, hier oben sind dann unsere Klamotten, ja, und dann will man nicht die Treppen rauf und runter rennen, bis man angezogen und gewaschen ist. Ne. Deshalb gibt es hier auf jeden Fall noch ein bisschen Umbau, und zwar ist der Plan, dass wir hier die Tür zumachen und in dem Bereich, in dem Eingangsbereich, den wir hier haben, der ja im Prinzip auch nur zum Durchgang ist, da eine Dusche reinbauen lassen und dann die Tür aus dem anderen Zimmer in dieses kleine Bad rein öffnen.
Genau. Und das wird dann natürlich, dann machen wir das ganze Bad neu. Ja, muss man sich halt überlegen, welches Bad man sich leistet. Ne? Ja, also das wollt ihr auf jeden Fall anfassen, weil das ist jetzt im Moment auch nur ein WC und ein Waschbecken. Genau, hier ist nur ein WC und ein Waschbecken und noch eine Klappe in die Abseite. Und da ist der Plan, da jetzt halt einfach ein vollwertiges Duschbad draus zu machen. Das heißt aber, hier gibt es noch ein Zimmer auf dieser Ebene. Ja, das ist, naja, Zimmer ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber klein, aber mein. Okay, jetzt bin ich Ja, gespannt. da gehen wir mal rüber. Das ist dann das Letzte. So, das ist das Zimmerchen. Und das wird dein Hobbyraum. Naja, also in erster Linie wird es mal dann tatsächlich ein Durchgangszimmer, weil wir sind ja jetzt praktisch einmal außen rum gegangen und hier ist die Wand zu dem kleinen Bad oben. Und wenn man da reingeht, hier eine Tür reinmachen, dann kommen wir nach rechts in diese künftige Dusche. Ja, und da hat man praktisch also in dem Bad eine bessere Raumausnutzung und die Möglichkeit drin zu duschen. Und der Rest von dem Raum, also man kann dann die Wand nicht groß möblieren, aber unter die Schräge, das haben wir auch schon im eingerichteten Zustand gesehen, da hatte auch die Vorbesitzerin so einen kleinen Arbeitsplatz. Wahrscheinlich machen wir das auch so, dass wir uns da so eine kleine Regaleinbaumöbel in die Abseite bauen lassen und dann davon einen kleinen Arbeitstisch, wo man mit einem Laptop und vielleicht einem kleinen Bildschirm arbeiten kann. So, hallo Charles, bist du ja. So, genau. Jetzt sind wir wieder unten in der Diele und ich sehe, erstens habt ihr hier total schöne Sollenhofer Natursteinplatten drin. Bleiben die? Ja, die werden bleiben. Das ist ja auch tatsächlich auch in dem Baujahr eigentlich fast schon stilbildend. Also vor allem hier in Stuttgart sieht man das in ganz vielen Häusern und das ist schon toll. Und wir haben vor, die gesamte Elektrik von hier oben in den Keller zu verfrachten. Einfach weil es da aus dem Weg ist und ich meine, hier ist Eingang, Garderobe, da kommt vielleicht noch ein Regal hin. Der Eingang zur Küche wird ein bisschen versetzt, je nachdem wie wir die möblieren. Und dann haben wir hier einfach Beinfreiheit und ja, das ist im Keller gut genug aufgehoben. So, im Keller. Genau. Der Keller ist trocken auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Hier riecht es nicht schimmelig. Nee, genau, der ist unproblematisch, würde ich sagen. Also hat auch die Architektin von vornherein gesagt, na, gucken wir immer genau hin. Ja. Jo, genau. Also hier ist halt geplant, ich meine, wir sind jetzt ungefähr unter dem bisherigen Zählerplatz. Ja, und wenn wir das alles nach unten versetzt, dann haben wir hier eine ganze Wand und einen ganzen Platz, um dann auch einen größeren Schaltschrank unterzubringen, wenn wir ein paar mehr Stromkreise brauchen für die ganze PV-Technik, Speicher, Wechselrichter, was man halt so braucht. Und hinter mir ist die Waschküche, wenn ich das richtig sehe. Genau, da geht es in die Waschküche, ganz klassisch. Hier ist jetzt auch die heutige Heizung, also es ist eine normale Gastherme mit einem relativ überschaubaren Warmwasserspeicher. Das wird ersetzt, aber die Wasserverteilung, also die Wärmeverteilung im Haus bleibt gleich. Das heißt, hier wird die Anlage getauscht und dann schauen wir mal, wie wir das einrichten. Und jetzt hier haben wir da richtig viel Platz. Das ist und da hinten gibt es nochmal eine Speisekammer, da gibt es nochmal einen Raum, wo man richtig gut Lebensmittel lagern kann. Ja, und das ist auch ungefähr 10-mal so viel Raum, wie wir heute haben. Ja, Reinhard, vielen Dank fürs Zeigen, dass wir einen Überblick über das Projekt gewinnen konnten. Und wenn ihr wissen wollt, wie es jetzt hier weitergeht, wenn die ersten Angebote reinkommen, reicht es für die Einbaumöbel und das schicke Bad oder muss man da noch Abstriche machen und was muss man alles beachten, wenn man Förderprogramme beantragen will? Das erfahrt ihr demnächst hier auf diesem Kanal und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal, am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.